Wenn ihr euch fragt, was ist der nächste ChatGPT-Moment, er ist da und er heißt Claude Code. Und das hier ist das Video, was ich gerne gehabt hätte, bevor ich mit Claude Code angefangen habe. Von wie installiere ich das, ganz kurz, wie kann ich damit Coding-Projekte, also eigene Apps umsetzen, aber eben auch noch wichtiger, Nicht-Coding-Projekte. Das schauen wir uns heute an, es wird extrem praktisch. Bleibt dran, das ist das einzige Video, was ihr dafür braucht. Wenn ihr sagt, ich muss überhaupt noch mal verstehen, was ist Claude Code und warum dieser ganze Hype, guckt in das Video von letzter Woche, da habe ich das einmal erklärt und auch warum das tatsächlich der ChatGPT-Moment ist. Wir sehen halt überall, wie es abgeht und auch bei uns intern ist es immer ein guter Indikator, wenn plötzlich immer mehr Leute ein Tool benutzen und genau das passiert hier gerade und deswegen will ich dafür sorgen, dass ihr den Schritt voraus seid. Nehmt also euren Rechner und lasst uns anfangen. Okay, ihr fragt euch, wo fangt ihr überhaupt an? Und ich mache es nur ganz kurz. Ich habe es aber letzte Woche mit meiner gesamten Crew gemacht. Und natürlich ist da so eine gewisse Hürde, weil Leute sagen, wo fange ich an? Warum ist das ein Coding? Und ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Legt das ab, Leute. Legt es ab. Ihr googelt einfach nach Claude Code Install. Fertig. Ihr geht in die Dokumentation. Ihr schaut einfach rein und hier steht der Quick Start und ihr habt hier einen Command, den ihr im Terminal eingebt, weil Claude Code lebt im Terminal. Und Terminal ist nichts anderes als quasi die unterste Stufe, die ihr bei eurem Mac öffnen könnt. Und das ist super spannend, das mal zu machen, auch für Nicht-Entwickler. Das heißt, ihr öffnet einfach ein Terminal, nehmt diesen Command hier, kopiert ihn ins Terminal und jetzt wartet ihr kurz und wartet. Und jetzt steht schon Setting up Claude Code. Und das ist mittlerweile besser, als es noch vor ein paar Wochen war. Da musste man Homebrew installieren. Das ist auch wie so ein App Store oder NPM ist auch ein App Store. Hier greift das jetzt quasi auf die Server von Anthropic zu und installiert im Hintergrund Claude Code. Und hier steht jetzt schon Installation complete. Wie geil ist das denn bitte? Und wenn das nicht funktionieren sollte, dann macht ihr es nochmal und dann gebt ihr diese Zeile, die da steht, ein. Claude Code schreibt exakt drin, was da steht. Da stehen dann so Sachen wie Echo, Folgendes und so weiter. Und das ist nichts anderes als, dass er nochmal spiegelt, in welchem Verzeichnis ist es installiert. Und genau an der Stelle bitte ich euch eine Sache zu tun. Ihr habt hier einen Coding Assistant, genauso wie ChatGPT. Dann sagt dem immer, erklär's mir. Das wird durch das gesamte Video hier sich immer wieder spiegeln. Und jetzt kommt, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich in dem Terminal. Wir geben jetzt einfach ein Claude. Und siehe da, es startet Claude Code. Wie geil ist das denn bitte bei euch im Terminal? Und jetzt seht ihr hier die verschiedenen Modi. Ihr könnt jetzt Light Mode, Dark Mode und so weiter. Das ist nur eine Darstellungsoption. Wir machen mit dem Dark Mode weiter. Enter. Und jetzt fragt euch Claude Code nur einmal, und das ist wichtig zu klären, hast du eine Subscription? Oder machst du es über die Konsole? Das bedeutet API-Key. Und ich will einmal ganz kurz sagen, was die zwei Sachen sind. Ihr braucht mindestens den normalen Claude Pro-Account oder ihr könnt einen Max-Account haben. Der Unterschied ist, ihr habt bei dem Max-Account 20 mal mehr Usage, das zu verbrauchen. Daumenwert, ich bin ein wirklicher Super-Heavy-User. Das heißt, für mich ist die Usage in ein paar Tagen durch. Bedeutet, ich muss die Option 2 nehmen, nämlich die API-Keys. Ich bezahle also pro Verbrauch. Das mache ich mit meinem ganzen Team. Ich sehe also, wer verbraucht wie viel Tokens. Das sind die zwei Optionen, die ihr habt. Als Heavy-User, ich benutze halt auch das teuerste Modell, das müsst ihr nicht. Ihr könnt es erstmal ausprobieren und gucken, wie weit kommt ihr. Bei der Konsole, also bei Option Nummer 2 ist der Vorteil, ihr könnt ja auch unter diesen 20-Euro-Limits bleiben, weil ihr die Kreditkarte einfach limitiert und dann geht es halt nicht weiter. Das sind die Möglichkeiten, die ihr halt habt. Ich richte es mit dem API-Key hier ein und mache daran weiter. Wenn ihr sagt, ihr habt einen Pro- oder einen Max-Account, dann könnt ihr es da oben auch entsprechend machen, steht hier auch drin. Seit letzter Woche kann man auch Team oder Enterprise connecten und dann hat man eben immer eine Flatrate für alle User in der Firma. Jetzt öffnet sich im Hintergrund der Browser und jetzt seht ihr schon, Terminal kann quasi euren Rechner steuern. Das heißt, das ist auch nochmal zum Verstehen, das ist die unterste Ebene, die kann aber alles eben auf dem Rechner tun. Ich erlaube das jetzt. Er öffnet jetzt eben meinen Browser und ich logge mich in meinen Anthropic-Account ein. Authorize. Und ab jetzt seid ihr autorisiert. Ihr könnt das Fenster zumachen, ihr könnt Safari schließen. Login war successful und hier steht jetzt alles im Terminal. Press Enter to continue. Wow! So, und hier steht jetzt etwas und das ist wichtig. Lest euch das einmal durch. Es ist nach wie vor ein Chatbot mit Large Language Model, mit Halluzination im Hintergrund. Es kann Prompt Injection geben, weil Claude Code kann alles tun. Kann recherchieren, kann suchen, kann Sachen runterladen und. Das heißt, wenn ihr hier im Lernprozess immer wieder auch mal sagt, erklär es mir, mach es besser verständlich oder ihr macht einen Screenshot, packt es in ChatGPT und sagt, erklär mir das, ist das gefährlich oder nicht. Das sind die Learning-Möglichkeiten, die ihr habt. Die nimmt euch niemand. Ihr könnt jetzt wirklich 10 Schritte voraus sein. Seid da bitte nicht faul. Enter. Recommended Settings reicht völlig für den Start.
Und jetzt kommt natürlich entscheidend, ihr arbeitet jetzt mit Claude Code auf dem Rechner. Das bedeutet, Claude fragt euch immer, wenn ihr eine neue Session startet, vertraust du diesem Ordner, was da drin steht? Es ist mein MacBook, also natürlich vertraue ich dem Ordner. Ich bin jetzt aber im Hauptordner, also quasi eine Festplatte. Wenn ich jetzt ein Projekt starten möchte, lege ich einen neuen Ordner an und starte den dann in Claude Code im Terminal. Und wenn ich sage Festplatte, dann meine ich damit nur die Dateien, mit denen ihr arbeitet. In dem Moment, wo natürlich Claude Code etwas für euch liest oder tut, geht es eben zu Anthropic. Deswegen solltet ihr immer aufpassen, dass ihr nicht API-Keys, Passwörter oder ähnliches teilt. Das machen sehr, sehr, sehr viele Menschen im Moment. 90% der Security-Hacks passieren genau über sowas. Was ihr aber machen könnt, und das ist komplett anders als ChatGPT und Gemini und Co. im Browser. Ihr müsst nicht mehr die Sachen jetzt hochladen, runterladen, hin und her, sondern ihr legt einen Ordner an und arbeitet da drin. Ich mache jetzt 2 Sachen mit euch, damit ihr sie versteht. Einmal ein einfaches Coding-Projekt und einmal ein normales Projekt mit normalen Dateien. Wenn ihr jetzt den Coding-Part skippen wollt, weil ihr nur für den Projektteil hier seid, ich empfehle euch trotzdem, diesen Coding-Teil aber anzuschauen, weil diese Grundprinzipien sind exakt die, die ihr braucht, um zu verstehen, wie ihr auch größere Projekte aufsetzen könnt. Ihr wollt ein Coding-Projekt anlegen. Wollen wir beispielsweise, als ich meinen allerersten Rechner hatte, das war ein Atari, der hatte ein Spiel, das hieß Asteroids, glaube ich. Also es war so eine kleine Rakete und die hat so geschossen und das war das allererste Spiel, was ich ja wirklich als Kind noch erinnern kann auf diesem Atari. So, wir wollen dieses Spiel nachbauen, das ist relativ simpel. Dann machen wir das mal. Ich lege mir immer in meinem Nutzerordner einen neuen Ordner an, den nenne ich dann Development zum Beispiel. Und diesen Ordner packe ich auch nicht in iCloud oder ähnliches, sondern ich packe ihn einfach hier als Ordner lokal auf den Rechner, schiebe mir den in die Favoriten, dass ich auf den zugreifen kann. Und hier lege ich den Ordner Asteroids leer. Einfach ein leerer Ordner, okay? Nothing fancy. Jetzt öffnet ihr das Terminal. Ich mache jetzt mal Folgendes, damit ihr es wirklich nachvollziehen könnt, weil genau so funktioniert am Ende auch ein IDE, was ich nachher noch in Ruhe erkläre. Hier liegt ein Ordner, okay? Der liegt hier die ganze Zeit einfach als Ordner. Hier liegt mein Terminal daneben. Ich schiebe jetzt diesen Ordner ins Terminal. Ich muss aber dabei etwas tun, weil ich möchte, dass quasi Claude in dem Ordner arbeitet, nicht im gesamten anderen Rechner. Das heißt, ich kann 2 Sachen machen. Ich gebe entweder ein CD für Change Directory und ziehe dann diesen Ordner da rein und drücke Enter. Oder ich halte beim Mac Command gedrückt und ziehe den Ordner rein. Da brauche ich CD nicht eingeben. Okay? Das sind die 2 Möglichkeiten, die ihr habt. Zack. Und jetzt seht ihr hier am Terminal, ihr seid jetzt in diesem Ordner. Wie kriege ich jetzt Claude Code gestartet? Claude. Vertraust du dem Ordner? Yo, tue ich. Here we are. Jetzt sind wir bei Claude Code. Und in Claude Code habt ihr jetzt sogenannte Slash-Commands. In allen Entwicklungstools kann man mit Slash arbeiten. Das ist das, mit dem Leute super schnell sind, weil diese Befehle, diese Slash-Commands so sind. Und einer dieser Slash-Commands ist init. Wenn ich den jetzt drücke, würde Claude anfangen, das zu initialisieren und sieht, es ist aber ein leerer Ordner, da ist gar nichts drin. Okay, deswegen brauchen wir diesen Command noch nicht. Das machen wir später, aber dass ihr wisst, dass es die gibt. Was ich jetzt mache ist, ich gebe dem jetzt den Befehl. Ich wollte ja dieses Spiel bauen. Machen wir das mal. Also, ich möchte das Spiel von damals, was ich vom Atari hatte, spielen und ich nehme einfach das normale Claude-Modell. Ich gebe ihm das jetzt so rein und sage, kannst du mir das nachbauen als Browser-Game? Das ist relativ einfach. Und Claude wird jetzt Sachen fragen, darf ich dies tun, darf ich das tun, darf ich jenes tun? Und das Wichtige, was mir wichtig ist, ist, das Prinzip, eine iOS-App zu bauen, ist dasselbe Prinzip. Die wird auch in einem Ordner gebaut und die App lebt dann irgendwo, und das erkläre ich euch noch. Das ist dasselbe Prinzip. Und dann lest ihr euch ein bisschen durch, was er macht. Ich bin im Planungsmodus, ich strukturiere das steht hier. Das ist wie bei einem Chatbot, aber es ist wie ein Agent, der jetzt guckt, er hat noch gar kein Spiel, noch nichts ist drin, das Verzeichnis ist leer. Hier steht's. Wir können von Grund auf neu starten, bevor ich den Plan fertigstelle. Ist doch super. Und Planungsmodus ist gleich einer der Modi, die ihr kennenlernen könnt von Claude. Es gibt den Planungsmodus, es gibt den Auto-Accept-Modus und es gibt den normalen Modus. Und dann gibt es so einen Dangerous-Modus, der alles macht, das machen wir jetzt nicht. Der Planungsmodus sagt, klassische Vektorgrafik wie im Original oder moderne Pixelart oder minimalistisch. Wie wollen wir es machen? Ich will das Original haben. Ich bin nostalgisch, also drücke ich 1. Dann fragt er Sound. Ja, natürlich, Retro-Sound. 1. Controls, Pfeiltasten, Leertaste. Jo, klingt gut. Go. Submit, Enter. Das ist der Planungsmodus. Das heißt, wenn ihr eine komplexere App entwerfen wollt, gebt ihr ganz normal, wie ich das schon 100-mal erklärt habe, GenAI direktmäßig einen super guten, langen Prompt ein mit viel Kontext. Claude kann das. Und mittlerweile ist Claude Code sehr gut da drin, wenn die Kontexte zu lang werden, ein sogenanntes Autocompact zu machen. Das braucht eine Weile, aber das braucht ihr nicht bei einem kurzen Prompt.
So, jetzt lassen wir ihn erstmal machen. Und ihr seht schon, wie schnell das Ganze ist mit 1, Enter und ich gehe alles durch. Und er ist immer noch im Planungsmodus. Das seht ihr unten an der Pause, an dem kleinen Pausezeichen, dass das der Planungsmodus ist. Und jetzt wird er sagen, okay, willst du jetzt weitermachen? Mit was denn? Jetzt gucke ich einmal durch. Er hat jetzt den Plan, er will das Spiel so durchgehen. Also er schreibt runter, was er jetzt machen will. Would you like to proceed? Und jetzt kann ich sagen, ja, Clear Context und Auto Accept Edits. Das ist jetzt quasi der Auto Accept Mode. Ich könnte jetzt wechseln auf Manually Accept. Und das empfehle ich euch vor allem, um 2 Dinge zu tun. A, zu lernen. Also was macht er, was sind die Schritte? Und B, security-seitig zu merken, wenn ihr komplexere Sachen baut, und es braucht ein paar Tage, bis ihr dahin kommt, aber wenn ihr komplexere Sachen baut, wollt ihr sehen, ist es okay, auf der Seite zu recherchieren? Könnte da Prompt Injection kommen? Muss ich etwas noch verstehen? Dafür wäre Manually. Also machen wir jetzt mal Manually, um das Ganze zu lernen, wie es geht. Und hier seht ihr, der Tokenverbrauch läuft durch, also auf wie viele Tokens ihr verbraucht. Und das ist genau das, wenn ihr die API benutzt, dann denkt ihr so, oh, um Gottes Willen, 90.000 Tokens, ja, ist das jetzt viel oder wenig oder was habe ich jetzt? Das ist noch nicht so viel, kann ich euch sagen. Vor allem, wir benutzen bisher das Standardmodell. Das heißt, Claude entscheidet im Hintergrund selber, nämlich das billigste, nämlich das mittlere oder das ganz teure, je nach Task. Und jetzt wird euch vielleicht auch klar, wenn eine Firma verkündet, wir haben jetzt unser neues Frontier-Modell und das ist 1/3 des Preises und tatsächlich die Preise fallen seit 3 Jahren einfach immer nur weiter, dann hat das sofort an dem Tag einen Impact auf den Geldbeutel. Also ich habe über die Weihnachtsferien roundabout 1,2 Milliarden Tokens durchgecodet. Ich habe aber Cursor, also ein IDE benutzt. Ich habe verschiedene Modelle von Claude benutzt und auch von Google benutzt. Das heißt, da mischen sich dann die Preise. Und das geht dann schon in die Tausenden von Euro an Kosten. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt nachmachen. Das ist aber auch verdammt viel an Tokens. Das sind so die Tests, die ich dann durchfahre. Ihr könnt hier die Kreditkarte hinterlegen und sagen, hör bei 100 Euro auf oder hör bei 20 Euro auf. Und dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie viel das ist. So, jetzt kommt hier der erste Code-Snippet im Terminal und jetzt sagt ihr, hier kommt was, Create File. Was macht ihr denn jetzt? Create Index HTML. So, und wenn ihr jetzt schon sagt, ich weiß nicht, was das ist, Screenshot, ChatGPT fragen oder Claude fragen, ich weiß, was es ist, ich zeige es euch jetzt trotzdem einmal. Ihr könnt wirklich sagen, ich traue mich nicht, geht rein in euren ganz normalen Chatbot. Ich habe jetzt hier einfach Claude offen. Kann ich das machen? Ist das gefährlich? Ist jetzt bei einer Indexdatei eine blöde Frage, weil das ist wirklich die Datei, die ihr braucht, um das Spiel zu spielen. Aber ich will euch immer nur zeigen, das macht ihr bitte einfach dann, wenn ihr sagt, ich verstehe es nicht. Reingeben, fertig. Außerhalb vom Terminal einfach reingeben. Fragen, ja, kannst du völlig bedenkenlos machen und so weiter. Und hier lernt ihr dann auch, okay? Das ist das, was wirklich wichtig ist. Also, natürlich, bedenkenlos können wir machen. Und allow, jetzt könnt ihr, wenn ihr 1 drückt, nur Yes für dafür oder All Edits during the session. Ja, die Indexdatei kann immer bearbeitet werden. So, go. Die Indexdatei ist die ihr nachher braucht, um das Spiel zu spielen. Die legt ihr jetzt quasi an. Genau, und unten seht ihr jetzt, hat er gewechselt auf diesen Modus mit diesen 2 Play-Knöpfen, Auto Accept Edits On. Das heißt, der macht jetzt das, was ich ihm freigegeben habe. Wenn jetzt aber was kommen sollte, wo er sagt, nee, das ist jetzt neu, dann wird er mich wieder fragen. So, er legt jetzt aber in diesem Ordner, und jetzt mache ich mal den Ordner auf, die Dateien an, die ihr braucht. Und ihr seht, hey, Magic, hier entstehen jetzt nach und nach Dateien. Das ist das, was ihr vielleicht auch bei Lovable mal gesehen habt, bei Google AI Studio gesehen habt, wenn dann diese Dateien angelegt werden. Ich finde es aber viel spannender zu sehen, dass das tatsächlich Dateien auf eurem Rechner sind. Und jetzt versteht ihr schon, das ist jetzt ein Coding-Programm. Was wäre denn, wenn ich jetzt das für ein Projekt mache? Same stuff. Dann legt ihr eben Dateien für das Projekt an. Machen wir gleich in Ruhe. Aber genau das ist das, was hier passiert. Das heißt, Claude kann auf dem Rechner Dateien anlegen. Jetzt seht ihr, hier kommt die nächste Datei dazu. Und um es einmal erwähnt und erklärt zu haben, ihr habt auch Cursor gehört und VS Code und Anti-Gravity, das sind sogenannte IDEs, Integrated Development Environments. Und deswegen habe ich hier gerade meinen Finder hingezogen. Wenn ich jetzt coden möchte, müsste ich jetzt die Indexdatei beispielsweise öffnen. Das mache ich jetzt mal nicht, weil er gerade am Arbeiten ist. Und ich würde mir ein drittes Fenster hinziehen. Ich würde mir vielleicht hier unten das Terminal haben im IDE, wo ich Terminal-Befehle eingebe. Hier sehe ich meine Dateien vom Coding-Tool. Und jetzt öffne ich mir, ich mache einfach mal eine Textdatei auf. Und hier oben wäre jetzt dann die Datei, an der ich gerade code und arbeite und an der ich irgendwas mache, okay? Das ist ganz simpel erklärt ein IDE. Und the magic ist, bei Cursor zum Beispiel habt ihr dann nochmal rechts einen Coding Assistant, mit dem ihr dann chatten könnt. Wenn ihr das einmal verstanden habt, wisst ihr, okay, ich kann hier ganz normal mit Claude Code weiterarbeiten und lass mir das alles erstellen und ich brauche gar nicht
in mein IDE schauen, weil ein Terminal, das ist das Geile, braucht überhaupt keinen Speicher. Ihr könnt auf fast jedem Rechner ein Terminal öffnen. Ihr könnt auch 100 Terminals geöffnet haben oder mehrere nachher. Das machen wir alles in Ruhe. Und der sagt jetzt schon, hey, dein Spiel ist fertig. Ich sage, wie geil ist das denn? Index ist fertig. Okay, der hat alles schon fertig gestellt. Wie spiele ich das denn jetzt? Entweder ihr fragt Claude Code, ganz einfach, oder ihr wisst noch, wie ich aus den 90ern, eine Indexdatei mit HTML bedeutet, es ist eine Datei, die in einem sogenannten Browser laufen kann. Ganz simpel. Das heißt, ihr öffnet euch einfach irgendeinen Browser, nehmt die Indexdatei, zieht die da rein und sie läuft. Ist das nicht geil? Stellt euch mal vor, das wäre jetzt eine PowerPoint, die einfach nur eine HTML-Endung hat. Wo könnt ihr die denn öffnen? Im Browser, Leute. Das ist der Connect. Okay, Leertaste zum Starten. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Wo ist der Sound? Ich will den Sound. Egal. Aber das ist original das Spiel. Und man kann eigentlich noch fliegen und driften und so Kleinigkeiten machen. Und genau das ist das Ding. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier den Browser geöffnet für das Spiel und ich packe mir hier wieder, wie im IDE, mein Terminal darunter, so ist es im IDE auch, und sage, cool, kannst du nach dem Sound schauen und wie fliege ich mit dem Raumschiff. So war das früher auch. So, dann fängt er wieder an zu bauen und dann werdet ihr sehen, hier verändert sich gleich was, weil er eben die Indexdatei verändert. Simple as that. Und das ist jetzt ein einfaches Game. Eine iOS-App lebt halt in einem anderen Coding-Tool, weil Apple halt eine eigene Sprache dafür hat und das Tool heißt Xcode und Swift, aber das Prinzip ist dasselbe. Es ist ein Ordner auf dem Rechner. Und wenn ihr das einmal wirklich drin habt, dann ist da keine Grenze mehr gesetzt, das zu tun. Dann könnt ihr es in diesem Coding-Tool öffnen und dann sagt ihr Claude Code, arbeite in diesem Ordner und dann arbeitet Claude Code in dem Ordner. Genau, jetzt verändert er die Datei. Jetzt seht ihr, ne? Das Rote ist, wenn er etwas rausstreicht, das Grüne ist, wenn etwas hinzugefügt wird. Und man kann sogar meistens dann, wenn die Änderungen deployed werden, quasi in der App sehen, dass sich was im Browser tut. Also wenn ihr jetzt eine Web-App hättet oder eine Website, die eine App-Funktion hättet, keine Ahnung, ihr wollt eine Eventseite bauen, würdet ihr in dem Moment sehen, dass Claude Code Änderungen an der Seite vornimmt, weil es eben lokal läuft. Sounds sind jetzt implementiert, Testing, Anleitung der Steuerung. So, das ist alles der Standardmodus von Claude. Jetzt sind die Änderungen fertig, das heißt, ich lade die Seite neu, es läuft weiter in einem Browser, der Browser greift jetzt nur auf diese Datei zu, die hier im Index steht. Jetzt kann ich sagen, okay, Schub geben ist nach vorne, das machen wir jetzt gleich. Das ist das, was ich hören wollte. Oh, hört ihr das? Das ist der Sound der 80er, Leute. Vergesst Miami Vice. Und ihr könnt ungleich komplex damit werden. Also mein Sohn wollte zum Beispiel Mario Kart nachbauen. Das braucht dann halt andere Plugins. Und dann fragt man halt, okay, was brauche ich dafür, um 3D zu machen? Was brauche ich dafür, um das zu machen? Und dann guckt ihr euch eben an, was Claude dort runterladen will. Schaut mal auf die Seite. Schaut, ob vielleicht ein paar andere Entwickler mal drüber geschrieben haben. Das, was man im Internet halt macht, bevor man sich was runterlädt. Ganz normal. Wenn wir jetzt einmal uns die Frage stellen, was kostet das? Man kann jetzt, wenn man das über die API-Keys abrechnet, so wie ich das mache, wirklich sehen, wer verbraucht was. Und das machen wir eben in der Firma auch. Das heißt, unsere lustige App hier hat 90 Cent gekostet. Das heißt, ihr könnt wirklich auf den Token genau sehen und abrechnen, wie viel verbraucht das. Und das hilft dann auch zu sagen, ist es mir das wert oder nicht. Also man entwickelt ein ganz anderes Gefühl dafür, KI zu benutzen oder nicht zu benutzen und sieht eben auch, warum verdienen einige dieser Firmen verdammt viel Geld und warum wird da noch viel, viel, viel mehr Geld verdient werden. Und ich empfehle euch, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Das dauert ein paar Tage und dann kann man auch wirklich sehen, okay, ich pack hier wirklich ein paar 100 Euro in eine bestimmte Aufgabe, weil ich weiß, ich würde jemanden dafür holen oder hiren oder was auch immer, weil ich hätte es jetzt nicht gebaut bekommen in der Zeit. Und das, was jetzt wichtig ist, sind zwei Sachen. Claude hat ein Gedächtnis eingebaut. Ihr kennt mein GenAI-Dreieck. Kontext ist hier Key. Das bedeutet, wenn ihr jetzt Claude sagt, init, das ist die Initialisierung, würde er jetzt den Ordner durchlesen und diese Datei erstellen. Warum ist das wichtig? Wenn ihr diese Session schließt, könnt ihr sie danach wieder öffnen und er hat diese Claude-Datei erstellt und kann dann an der Stelle weitermachen. Genau, und hier seht ihr jetzt die Claude-Code-Datei. Das heißt, der hat sich selber jetzt hier alles reingeschrieben, was es braucht. File Organization, Physics System und so weiter. Das heißt, das ist quasi der Master-Kontext. Und ihr könnt immer wieder in einer Session sagen, update die Claude-Datei, update die Claude-Datei, update die Claude-Datei. Da steht dann die Anleitung drin, die ihr braucht. Wo lebt jetzt aber diese App? Die hier ist jetzt quasi bei euch lokal auf dem Rechner. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur
etwas relativ Simples verstehen. Und wenn ihr die letzten Jahre mal im Internet unterwegs seid, habt ihr vielleicht mal erlebt, was passiert, wenn eine App nicht mehr erreichbar ist. Server ist down. Das ganze Internet schreit, ChatGPT ist nicht erreichbar oder irgendwer. Spotify. Und das liegt daran, dass es sogenannte Gatekeeper gibt, die diese Apps live halten. Also stellt euch vor, ihr wolltet jetzt euer Spiel mit der Welt teilen und jeder soll darauf zugreifen können. Dann müsste ja dieser Server immer erreichbar sein. Früher war es so, der Rechner war dann quasi der Server und musste immer eingeschaltet sein und mit dem Internet verbunden, damit jemand anderes auf euren Rechner gehen konnte, um damit zu spielen. Das war immer dieser Boomer-Spruch, wenn es hieß, Cloud ist nur der Rechner von wem anderes. Das ist ein bisschen kurz gefasst, aber de facto war es mal so. Und diese Services, die das live heißen, das ist Cloudflare zum Beispiel, ist einer der größten, Vercel für euch als Privatperson oder Netlify, das sind Dienste, die ihr buchen könnt, um quasi eure App live zu halten. Wo liegt denn jetzt aber der Code von eurer App, damit das gespiegelt ist? Und das committet man dann in ein sogenanntes Git, also dort liegt dann das Verzeichnis und GitHub ist hier die bekannteste Plattform, gehört Microsoft und ihr könnt euch einfach einen GitHub-Account for free erstellen, könnt den Code dort hoch pushen, nennt man das dann, oder zu GitHub pushen. Und Vercel, nehme ich jetzt mal als Beispiel, und GitHub, die reden dann miteinander. Das heißt, in dem Moment, wo ihr Code von eurem Rechner zu GitHub packt, und das kann man aus dem Terminal raus machen, lasst Cloud Code euch das einfach erklären, wie das geht, das ist überhaupt nicht schwer. Account wird angelegt, Passwort wird eingegeben, aufpassen, dass ihr nicht das Passwort in Cloud Code eingebt, sondern im Browser, wie eben auch gezeigt. Und in der Sekunde, wo ihr sagt, push den Code zu GitHub, geht der hoch und Vercel merkt in 1 bis 2 Minuten, da ist neuer Code und die App bleibt live stehen. Und die ist dann live erreichbar. Das könnten wir jetzt schon mit dem Asteroids Game ohne Probleme machen. Und das Einzige, was da noch fehlt, ist ein Backend, sprich ich als User melde mich an, MP meldet sich an, Hanno meldet sich an und wir haben 3 Accounts. Das wird nirgendwo bisher gemanagt und das nennt man dann Backend. Und dafür braucht man dann irgendwann, wenn es größer wird, eine sogenannte Datenbank oder ein richtiges Backend. Sowas lebt dann in Services wie Amazon Web Services, AWS oder Google Cloud, GCP oder Supabase ist sehr beliebt oder Firebase. Das sind alles Sachen, wo ihr sagt, habe ich nie gehört. Ja, dann googelt ihr einfach einmal nach, was es ist und schaut es euch einmal an. Das ist alles nicht so schwer. Das, was aber schwer ist, ist dann wirklich eine gute Backend-Einstellung zu haben für eine App. Da wird es dann tricky. Und da merkt man dann auch, wer sind richtig gute Entwicklerinnen und Entwickler, die das können. Cloud Code kann euch trotzdem durchführen. Ihr bekommt das garantiert hin. Ich habe was für euch, das ist komplett kostenlos for free und macht wahnsinnig viel Spaß. Wir machen nämlich wieder einen Livestream am 29.01. um 19 Uhr hier auf YouTube. Ihr könnt unten in der Beschreibung auf den Link klicken. Lasst euch dann benachrichtigen und dann bekommt ihr das mit, wenn wir hier starten. Das macht sehr viel Spaß, haben wir vor ein paar Wochen schon mal gemacht. Same Location und definitiv wieder für eure Fragen. Das heißt, komplett for free, einfach reingehen und sagen, hey, ich habe hier 1000 Fragen und wie sieht's aus? Und dann machen wir das live und ich mache das so lange, bis ich nicht mehr reden kann. Das wird mit Sicherheit in 100% der Jobs der Fall sein. Also da glaube ich, gibt es nur noch wenig Elemente, die sich nicht verändern. Und das hat nicht unbedingt nur mit KI zu tun, sondern auch mit allen anderen Sachen, die wir da machen. Also das macht extrem Sinn. Ne? Also das sind die ganzen Disallowed Activities. Die stehen da so drin. Hast du mir ja noch ein neues Bier? Das ist jetzt das ist das Bier für die zweite Stunde. Love it. Wir ziehen durch. Wenn ihr wollt, dass diese Apps miteinander reden, müssen die irgendwann Geheimnisse austauschen. Passwörter. Ihr dürft niemals, niemals ein Passwort in Cloud Code eingeben oder auch kein API-Key in Cloud Code eingeben und auch nicht auf GitHub pushen. Und wenn ihr sagt, ich habe das aber noch nie gemacht und ich traue mich nicht, dann macht ihr Folgendes. Ihr chattet mit Claude. Ich möchte meine App ins Internet stellen, aber sicherstellen, dass nichts Geheimes wie Passwörter oder so rausgeht. Kannst du die App so bauen, dass wir alles dazu haben und mir als mein Code-Coach erklären, was du machst. So. Und ab dann lernt ihr quasi, was man macht, dass man eben zum Beispiel eine sogenannte Environment Variables Datei hat, dass man eine Git-Ignore Datei hat. Und wenn ihr sagt, ich weiß nicht, was es ist, fragt ihr einfach. Das sind die Learnings. Das ist jetzt genau das, was ihr wollt. Hier steht, was ist Git-Ignore? Und da erklärt er, wenn du ein Projekt auf GitHub oder ähnliche Plattformen hochlädst, gibt es Dateien, die du niemals hochladen solltest. Zum Beispiel Passwörter, API-Keys. Die Git-Ignore-Datei sagt, Git, diese Datei ignorieren bitte. So funktioniert das. Das heißt, ein guter Ordner sollte genau so eine Datei haben, wo das drin steht. Und da schreibt er dann rein, .env. Was ist das? Das sind die sogenannten Environment Variables. Das heißt, da liegen dann Passwörter und so weiter drin, die aber eben nicht mit hochgeladen werden, wenn ihr sie lokal habt. Und wenn ihr sie online speichern wollt, würdet ihr zum Beispiel eben Services wie Vercel oder Cloudflare oder Netlify nutzen, um diese Geheimnisse dort zu speichern. Und in eurem Code steht dann eigentlich nur drin Geheimnis 1, Geheimnis 2, Geheimnis 3.
Und in Vercel steht Geheimnis 1, verschlüsselt. Geheimnis 2, verschlüsselt. Und weil Vercel diese App live hält, kann euer Code darauf zugreifen. Das ist die ganze Magic dahinter. So, und wenn ihr sagt, ihr seid super unsicher damit, dann könnt ihr immer auch nochmal einen Entwickler drüber schauen lassen, den ihr vielleicht kennt, wo ihr sagt, jemand, der sich damit auskennt. Ihr könnt aber auch Claude Code sagen, kannst du einmal einen Security Agent drüber laufen lassen, der wie ein Entwickler und so weiter. Und das ist das Geile an Claude Code. Ihr könnt sogenannte Agents euch anlegen. Klickt einfach /Agent und sagt Create a New Agent für dieses Projekt mit Claude Code zusammen. Ich habe nur ganz grob gesagt, ich möchte, dass du mein Security Agent bist. Du hast Jahrzehnte Erfahrung, du guckst über die App-Struktur, du achtest darauf, dass nichts Schlimmes rausgeht. Gib das als Prompt und jetzt hilft Claude mir, diesen Agent zu erstellen und wird fragen, was darf der Agent tun, was kann er lesen, und ihr könnt diesen Agent einfach durch einen normalen Prompt dann aktivieren. Also wenn ihr sagt, ruft den Agent sowieso auf, dann geht er über diese Codebase und macht genau das. Und ich habe mir beispielsweise für ein größeres Projekt mehrere Agents gebaut. Einen zum Nachlesen über Struktur, einen zum nochmal Security-Check, einen für einen Upload und kann auch sagen, launch alle Agents einmal, mach es im Hintergrund. Und hier geht jetzt, was darf der jetzt? Ich gebe dem jetzt All Access, müsst ihr einmal durchlesen. Hier steht, welche Tools, Read-Only, Edit-Only, Execution-Tools und so weiter. Ich mache jetzt hier mal Continue, gebe dem das stärkste Modell, Opus, und sage, es ist ein Security Agent, also die Farbe rot. Warnings hat All Access. Oh, machen wir jetzt einfach mal in dem Fall. Und jetzt habe ich diesen Agent, drücke Escape und sage, lass den Security Expert, heißt der, hat er ihn genannt, einmal drüber laufen. Nur so. Und dann werdet ihr gleich rot sehen, dass dieser Agent launcht. Und so einen Agent könnt ihr euch für alle möglichen Sachen bauen, der morgens eure Newsletter durchgeht oder irgendwas, wenn es kein Coding-Projekt ist. Und das ist eben die Power of Claude Code. Da läuft er jetzt. Und ihr seht jetzt, der macht relativ viel. Der liest sich jetzt durch die README-Datei, die Index-Datei, die Gitignore-Datei. Er hat ein vollständiges Bild und das Ganze läuft als Audit im Hintergrund. Und das Geile ist, ihr könnt auch Sub-Agents launchen, müsst ihr jetzt nicht machen, aber da gibt es dann kein Limit bei Claude Code. Audit Report ist fertig, hat er auch angelegt. Der muss irgendwo hier drin liegen, da ist er. Heute 12:05 Uhr, da wurde der Audit Report erstellt. Sieht gut aus. Und jetzt wird er mir gleich wahrscheinlich das meiste hier anzeigen und dann kann ich es nachlesen, ob alles in Ordnung ist. Und jetzt seht ihr hier, das Audit wurde durchgeführt. Also ihr könnt jetzt zurückscrollen und jetzt sieht er hier relativ viel, was ich geprüft habe. Secret, keine Passwörter gefunden. Unsicher wäre, wenn das und das. Das heißt, der ist jetzt immer noch in diesem Code-Coach-Modus, erklärt mir die Sachen. Error-Handling, gut gemacht, alles klar. Kleine Empfehlung, wenn das nice to have. Okay, cool. Frontend-Sicherheitsbasics. Und jetzt am Ende sagt er, dein Coding-Agent ist stolz auf dich, weil ich ja gesagt habe, sei mein Code-Coach, klasse. Und jetzt kann ich weitermachen. Ab jetzt, okay, gut, das ist ein bisschen cringig, aber ihr seht das Grundprinzip. Ihr könnt immer fragen, erklär es mir, sollten wir das tun, ist das sinnvoll? Und denkt bitte dran, es ist nie sinnvoll, ein Passwort irgendwo Copy-Paste einzugeben, wenn ihr mit KI irgendwo arbeitet, das nicht bei euch liegt. So, das war der Überblick zum Thema Coding. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber ich habe immer noch nicht verstanden, ihr müsst ab jetzt das ausprobieren. Ihr müsst ab jetzt selber mal testen. Ihr könnt euch einen Vercel-Account anlegen, ihr könnt euch da durchführen lassen, einen GitHub-Account anlegen. Das ist alles mit Lesen machbar. Das Grundprinzip ist exakt das, was ich euch gezeigt habe. Das heißt, in einem Ordner könnt ihr Sachen entwickeln und das ist limitless. Absolut. Das Zweite, was ihr gefragt habt, wie geht das mit Projekten? Und ich glaube, ihr habt gerade schon gemerkt, ich arbeite beim Development auch im Ordner. Und ich habe jetzt hier einen Ordner angelegt, der heißt Projekte. Und in diesem Ordner Projekte liegen 2 PDFs zum Thema Claude Code. Da habe ich einfach 2 Studien runtergeladen. Und mein Projekt ist heute, ich soll meinem Chef zeigen, dass Claude Code künftig ChatGPT bei uns ersetzt oder Microsoft Teams oder irgendwas. Das heißt, ich muss dazu recherchieren, die Studien lesen, weitere Websites finden, eine PowerPoint-Präsentation vorbereiten, eine Strategie, wie man das erklärt, all sowas. Wie könnte man das mit Claude Code machen? Und warum sollte man das mit Claude Code machen? Das Warum ist ganz einfach. Ihr seid deutlich schneller, weil ihr arbeitet hier mit den Dateien. Ihr könnt 100 hier reinladen. So wie ihr eben gesehen habt, dass der sich einen Ordner anlegt für das Coding-Projekt, legt er sich jetzt eben einen Ordner an für das Claude Code Präsentations-Whatever-Projekt. Das heißt, ihr habt nicht mehr dieses Hin, Her, Kopieren, Rüberladen, Hochladen, Runterladen. Alles an einer Stelle, mit Agents, mit Recherchen, mit allem drum und dran. Das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Das Projekt heißt Claude Präsentation. Claude Präse, wie man es in echt auch macht. Ihr ladet 2 PDFs rein, das können auch mehrere sein. Und jetzt denkt dran, ihr arbeitet in ein neues Terminal.
denkt dran, ihr wollt jetzt in diesem Ordner Claude-Präse arbeiten. Ihr könnt jetzt also CD in einen Ordner oder ihr haltet jetzt Command gedrückt, zieht rüber, drückt Enter. Jetzt bin ich im Ordner Claude-Präse. Jetzt starte ich Claude wieder. Yes, los geht's. Und jetzt ist die große Frage, was habe ich hier? Ich möchte jetzt ein neues Projekt starten. Das heißt, ich erkläre mir das erstmal. Also, ich habe jetzt wirklich mal alles eingegeben. Ich möchte ein Projekt mit dir machen. Ich soll meinem Chef am Ende erklären, warum wir Cloud Code und nicht mehr Teams benutzen. Ich möchte, dass du eine Struktur baust, eine Strategie, eine Cloud Code Datei erstellst. Das ist die Kontextvorgehensdatei, in der wir das Vorgehen speichern. Dann recherchierst auf Seiten im Internet, die renommiert sind und die PDFs im Ordner liest. Und dann machen wir weiter. Die PowerPoint am Ende reicht mir als HTML-PowerPoint. Da habe ich ein Typo drin, aber ist nicht so schlimm. Das heißt, der kann mir eine Seite bauen. Ich kann die dann im Browser hier präsentieren. Ich brauche ja nicht irgendwie ein Programm dafür. Ich präsentiere sie, damit sie einfach wie eine Präsentation aussieht. Die ich mit den Pfeiltasten bearbeiten kann zum Durchklicken. Und es sollte im schlichten Design sein, als wenn es von Apple wäre. Das ist ein sehr chaotischer Prompt. Und den gebe ich jetzt einfach mal Claude. Jetzt öffne ich den Ordner, um zu gucken, was der da so erstellt. Wahrscheinlich muss er jetzt erstmal diese PDFs lesen. Genau, sieht jetzt perfekt. Ich sehe 2 PDFs über Agentic Coding. Lass mich strukturierte Vorgehensweise aufbauen. Ich gehe davon aus, er stellt sich jetzt gleich eine Datei im Hintergrund. Hier sieht es schon mal so aus. Create a File Project Strategie. Jetzt fragt mich Claude wieder, ist es okay? Und jetzt sage ich, der erstellt nur Dateien lokal. Da kann ich 2 drücken, also immer okay. Macht er. Sage jetzt los. Hier liegt jetzt eine neue Datei. Project Strategy. Und hier hat sich jetzt Claude selber geschrieben, wie gehe ich vor? Wenn ihr das Vorgehen ändern wollt, was macht ihr dann? Entweder ihr geht in die Datei, lest sie durch oder sagt Claude, mach es bitte anders. Aber ihr könnt euch eben, ihr seht jetzt, Dateien erstellen für das Vorgehen und Claude kann dann immer weiter damit arbeiten. Um das wieder mit einem IDE zu vergleichen, es wäre absolut möglich, bei einem IDE, wenn ich das jetzt öffnen würde, dass ich sage, öffne diese Textdatei einfach mit einem Textprogramm und so würde es jetzt in einem IDE aussehen, dass ihr quasi hier die Änderungen vornimmt und speichert. Fertig, mehr ist es nicht. Und das muss man einmal gesehen haben. Mir hat der Überblick am Anfang gefehlt. Hier kommen jetzt die Erkenntnisse aus den PDFs. Ihr seht die nächste Datei. Ist das nicht herrlich? Und ich muss nichts rüber kopieren. Ist alles einfach komplett da. Und wenn ihr jetzt sagt, das sieht aber nicht so schön aus im Markdown-Format. Leute, was haben wir denn gerade besprochen? Wie es nachher aussieht, ist nur noch ein bisschen Code, um es schick zu machen. So, jetzt wird gefragt, willst du eine Websuche durchführen? Was ist bei Websuche wichtig? Prompt Injection bedeutet böser Code für Agents irgendwo draußen. Er fragt jetzt, kann ich diese Studie lesen? Und jetzt sollte ich zumindest einmal nachgucken, was ist das? Er führt jetzt aber bisher nur eine Suche durch. Bisher hat er noch nichts gelesen. Er macht jetzt eine Web-Search zu Claude, Code, Agentic AI, Coding, Productivity und so weiter. Ich würde sagen, das passt. Hab aber natürlich ein Auge drauf, was da jetzt passiert. Und jetzt seht ihr, das sind Sub-Agents, die er eigenständig gelauncht hat. 1, 2, 3, 4. Die parallel laufen. Und wir sind jetzt seit, weiß ich nicht, ein paar Minuten dran, das zu erstellen. Und das ist für mich der Unterschied zum Chatbot, wo eine Suche läuft, ich habe eine Blackbox, ich kann es nicht sehen, ich weiß nicht, was recherchiert wird, ich kann nichts damit machen. Hier kann ich steuern. Und das ist für mich die Zukunft von Agentic Work. Und ich glaube, dass dieses Jahr vermutlich auch grafische Oberflächen aufploppen werden, um dann eben mehrere Agents zu starten. Also ich habe, wenn ich Coding-Sessions habe, mehrere Terminal-Fenster geöffnet oder mehrere IDEs geöffnet und teilweise 4 bis zu 5 Sessions zeitgleich, in denen ich arbeite. Also der sucht jetzt wirklich immer weiter im Netz, ist jetzt seit 4 Minuten dran und ich kann euch sagen, je nach Prompt und Agent habe ich wirklich mittlerweile lange Tasks und das ist etwas, worüber ihr auch immer mehr finden werdet im Internet. Es gibt auch Möglichkeiten, um Claude Code endlos laufen zu lassen. Man nennt das dann Ralph Loop, don't do that at home, lest euch das erst gut durch, was das ist. Das heißt, von hier gibt es dann auch keine Grenze mehr, was ihr damit machen könnt, weil es eben auch bei euch im Terminal läuft. So, exzellent, die Argumentationsstruktur steht. Ich erstelle jetzt, der macht aber direkt weiter, die HTML-Präsentation im minimalistischen Design. Ich habe überhaupt nichts mit zu tun hier. Na gut. Da steht die Argumentationsstruktur. So, und wenn ihr sagt, ja, aber wie soll ich das verändern? Ich bleibe dabei. Ihr könnt Claude einfach sagen, geh in die Argumentationsstruktur, bau die Datei anders auf, strukturiere das Projekt anders. Das ist alles kein Problem. Der hat ja jetzt noch nicht mal Unterordner erstellt. Das heißt, wenn es jetzt eine umfassendere Ordnerstruktur werden würde, würdet ihr, so wie ich das bei meiner Präsentation für die Strategie gemacht habe, da habe ich hunderte Dateien. Und dann sage ich Claude, räum bitte die Ordner auf und mach's einmal alles ordentlich. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Also, für mich ist völlig klar, ich mache keine PowerPoints mehr bei uns. Wir machen einfach das so, Kunden kriegen ein Passwort und dann gibt es eine Vorlage, die man sich als Bash-Command für GitHub runterlädt, mit einer fertigen Blackboard-Struktur. Liver überarbeitet die immer, pusht die zu GitHub, alle haben die Vorlage. Dann sagst du bumm und fertig. Das ist doch logisch, oder nicht? Und dann fertig. Und dann schreiben wir darunter PowerPoint. Blackboard PowerPoint. Ja. Ist ja so.
Oh, wir sind fertig. So. Also, er hat mir jetzt auch beschrieben, was alles passiert ist. Ich habe noch nicht mal das aufwendige Modell genommen. Ne? Ich habe jetzt nicht Opus genommen. Ich könnte jetzt Opus nehmen, wenn ich merke, die Struktur ist nicht gut. Und wie gesagt, der Ordner ist nicht gut sortiert. Aber hier liegt die Präsentation. Ihr habt eben gelernt, wie öffne ich die Präsentation. Ich öffne jetzt einfach ein Browserfenster und ziehe das da rein. Und ey, ich habe eine PowerPoint. Wow. Und klick mich mit den Pfeiltasten durch. Hey, die falsche Frage. Teams oder Claude? Das ist wie Hammer oder Säge. Die richtige Frage. Mike, das sieht doch gut aus, oder? Sieht aus wie Apple. Ich habe gesagt, machen Design wie Apple. The hottest new programming language is English. Okay. Der Beweis. Ein volles Jahr. 60 Minuten Claude Code. Wissenschaftlich validiert. Also, honest, ganz ehrlich, ich verstehe es, ihr weint nach PowerPoint und ihr wollt eure Strategie. Aber ich könnte von hier jetzt ohne Probleme mit Prompts einfach weiterarbeiten und mich durchklicken. Habe ein Business Case drin, habe ein Apple Design, alles tutti, alles perfekt. Wo ist das Problem? Ist das geil oder ist das geil? Jetzt ist schon der Connect klar, ne? So, und jetzt seht ihr, wie schnell man ein eigenes Projekt erstellt. Und das hat überhaupt keine Grenzen mehr. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, für die meisten ist es so, ja, ich verstehe jetzt nicht wozu. Man muss es einmal gesehen haben, dass man merkt, ach krass, das sieht ja sogar ganz gut aus. Und ach krass, die Argumente sind ganz gut. Und das ging ja viel schneller, als ich jetzt versuche, mit ChatGPT oder irgendwas mir was zu bauen, runterzuladen, sieht nicht gut aus. Und da gibt es keine Grenzen. Ihr könnt jetzt natürlich ohne Probleme euch einen Claude Code Agent bauen, der perfekt für euch designen kann. Ihr könnt euch ein Claude-Projekt bauen, wo ihr erstmal nur am Design arbeitet, was auch wie eure Firma aussieht, wo ihr eure Logos reinladet. Ist doch logisch. Claude Code kann euch das alles bauen und mit einem Knopfdruck könnt ihr das an die ganze Firma übertragen und alle können es nachbauen. Das ist die Magic dahinter. Und bei allem Spaß an KI gibt es ein Thema und garantiert auch hier wieder in den Kommentaren geht es um das Thema Datenschutz und wie gehe ich damit um und was ist überhaupt und so weiter. Und das ist wichtig und richtig. Und dafür haben wir etwas, nämlich bei unserer Blackboard Academy gibt es die Zertifizierung zum AI Officer. Das machen wir mit der Kanzlei Herting zusammen. Es gibt Termine in Hamburg und Berlin vor Ort mit den Expertinnen von Blackboard und Herting. Und ihr bekommt 250 € Rabatt mit dem Code YouTube250. Geht einfach auf academy.blackboard.com und da findet ihr dann direkt auch den Link zum AI Officer. Das ist der Grund, warum ich sage, das ist der nächste ChatGPT-Moment. Er heißt eben Claude Code. Und Claude Code gibt es jetzt schon ein paar Tage. Aber dass das Modell so gut geworden ist, das ist relativ frisch. Das ging erst jetzt so in den letzten Dezembertagen, dass sehr viele gemerkt haben, hier ist was passiert. Und das liegt vor allem an dem Modell Opus 4.5, also an dem sehr, sehr, sehr starken Modell. Ihr spielt erstmal mit dem Default-Modus rum, aber ihr werdet merken, wie ihr immer mehr reinkommt und merkt, oh, das ist ein echter Agent, das ist ein echter Hebel. Und das ist wirklich ein Schritt nach vorne, den ich das letzte Mal bei dem ChatGPT-Moment hatte, Anfang 2023, als GPT-4 innerhalb von ChatGPT eingeführt wurde. Ganz, ganz, ganz klar. Mein Take, challenge me on that one und dann gucken wir Ende des Jahres. Aber das ist der Skill, den ihr lernen könnt und ich hoffe, das Video hat euch dabei geholfen, da wirklich einmal reinzukommen, wenn ihr vorher gesagt habt, weiß ich noch nicht und ich verstehe nicht genau. Ich hoffe, dass das jetzt geklärt ist. Und eine Sache will ich noch loswerden. Das ist das erste Video, nachdem wir 100.000 Abonnenten hier im Kanal erreicht haben. Und dafür möchte ich wirklich einmal Danke sagen. Das haben wir noch nicht gemacht. Und ich habe euch versprochen, jedes Video hat ein Value und das hoffentlich auch. Wir wollen so weitermachen. Das heißt, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert den Kanal, teilt das Video. Macht definitiv zusammen mehr Spaß als alleine. Und das zusammen, das machen wir hier auch in der Community. Und es ist mittlerweile eine sehr, sehr, sehr rege Community. Das seht ihr in der Diskussion unter den Videos. Gerade unter dem letzten Claude Code Video haben wir eine enorm intensive Diskussion. Und die ist gut, die ist sehr produktiv, die ist sehr positiv und das macht mich sehr glücklich zu sehen. Insofern danke für Folgen bis zu 100.000 und wir machen jetzt weiter mit den nächsten 100.000.